Willkommen in Wien. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen. Ja, bitte. Ich bin zum ersten Mal in Wien und ich weiß noch nicht genau, wie ich am besten ins Stadtzentrum komme. Kein Problem, ich helfe dir gern. Am einfachsten fährst du mit der U-Bahn-Linie U3 oder mit der Straßenbahnlinie 52. Was würdest du mir empfehlen? Welche Verbindung ist schneller? Die U-Bahn ist natürlich schneller. Sie braucht nur 12 Minuten bis zum Stephansplatz. Die Straßenbahn ist zwar langsamer, aber man sieht viel mehr von der Stadt. Dann nehme ich auf jeden Fall die Straßenbahn. Ich möchte doch etwas von Wien sehen. Wie viel kostet eine Fahrkarte? Eine Einzelfahrkarte kostet 2,40 Euro. Wenn du viel unterwegs bist, kannst du eine Tageskarte für 8 Euro kaufen. Eigentlich bleibe ich 2 Tage hier. Gibt es vielleicht auch eine Karte für 2 Tage? Ja, klar. Es gibt eine 48-Stunden-Karte für 14,90 Euro. Das ist für Touristen sehr praktisch und günstig. Super. Die nehme ich. Wo kann ich dieses Ticket kaufen? Du kannst es direkt dort am Automaten kaufen. Dort werden Kreditkarten und Bargeld akzeptiert. Alternativ gibt es auch diesen Ticketschalter hier. Ich probiere es am Automaten. Darf ich dich noch etwas fragen? Welche Sehenswürdigkeiten muss man in Wien unbedingt besuchen? Du solltest auf jeden Fall den Stephansdom, das Schloss Schönbrunn und den Naschmarkt sehen. Das sind die wichtigsten Orte hier. Vielen Dank, Stefan. Das war wirklich sehr hilfreich. Ich freue mich riesig auf meine Zeit in Wien. Gern geschehen. Wien wird dir sicher gefallen. Genieße den Frühling. Die Stadt ist zu dieser Jahreszeit wunderschön. Das glaube ich dir. Die Kirschblüten an der Straße sehen jetzt schon herrlich aus. Tschüss. Hallo, junge Dame. Sind Sie zum ersten Mal hier in Wien? Hallo. Ja, das stimmt. Aber woher wissen Sie das so genau? Oh, das ist einfach. Sie schauen so begeistert aus dem Fenster. Das machen nur Leute, die zum ersten Mal hier sind. Ach so. Da haben Sie recht. Ich bin Mia aus München. Und wer sind Sie? Ich bin Georg, ein waschechter Wiener. Ich lebe schon seit 70 Jahren in dieser Stadt. 70 Jahre. Das ist ja ein ganzes Leben. Was ist denn Ihr absoluter Lieblingsort in Wien? Der Prater im Frühling. Er ist der schönste Ort in Wien, wenn die Kastanienbäume blühen. Ich möchte den Prater sowieso besuchen. Und das Riesenrad. Ist es wirklich so riesig? Ja, das Riesenrad ist fast 60 Meter hoch. Es fährt schon seit dem Jahr 1897. Seit 1897. Das sind ja über 100 Jahre. Ist es immer noch im Originalzustand? Ja, genau. Es wurde zwar oft restauriert, aber die Struktur ist original. Es ist eines der wichtigsten Wahrzeichen von Wien. Das ist wirklich beeindruckend. Gibt es auch etwas, das Touristen oft übersehen? Der Augarten, das ist ein wunderschöner Park. Sehr ruhig, grün und nicht so überlaufen wie andere Orte. Das klingt perfekt. Das merke ich mir auf jeden Fall. Vielen Dank, Georg. Gern geschehen, Mia. Schau mal, hier ist deine Haltestelle. Stephansplatz. Viel Spaß noch in Wien. Danke. Tschüss, Georg. Ich werde den Augarten sicher nicht vergessen. Willkommen am Stephansdom. Ich bin Max, Ihr Stadtführer. Sind Sie zum ersten Mal hier in Wien? Ja, genau. Ich bin Mia. Der Dom ist wirklich imposant. Wie hoch ist er eigentlich genau? Der Südturm ist 136 Meter hoch. Damit ist er einer der höchsten Kirchtürme in ganz Europa. 136 Meter. Das ist ja unglaublich. Kann man den Turm auch besteigen? Ja, natürlich. Es gibt 343 Stufen. Die Aussicht von oben ist fantastisch. Man kann ganz Wien sehen. Das mache ich heute noch. Sagen Sie, wie alt ist der Dom eigentlich?
Die Ursprünge stammen aus dem Jahr 1137. Er ist also schon fast 900 Jahre alt. 900 Jahre. Das ist unvorstellbar. Und das bunte Dach. Was bedeutet dieses Muster? Das sind die Wappen von Österreich und Wien. Man hat dafür ungefähr 230.000 Dachziegel verwendet. 230.000 Dachziegel. Das muss unglaublich viel Arbeit gewesen sein. Und das Beste ist, die Dachziegel zeigen den Doppeladler, das alte Symbol von Österreich. Jetzt sehe ich es auch. Wunderschön. Gibt es im Inneren auch etwas Besonderes zu sehen? Ja, die Katakomben sind besonders interessant. Unter dem Dom existiert eine ganz eigene Welt. Katakomben. Das klingt ja spannend. Gibt es dafür eine spezielle Führung? Ja, jede Stunde. Die nächste Führung beginnt in 20 Minuten. Soll ich Ihnen einen Platz reservieren? Ja, bitte. Das passt perfekt. Danke, Max. Wien ist noch viel schöner, als ich es erwartet habe. Hallo, willkommen im Café Central. Haben Sie bei uns reserviert? Hallo. Leider nein. Ist denn noch ein Tisch für mich frei? Aber sicher. Hier gibt es einen schönen Tisch am Fenster. Bitte folgen Sie mir. Oh, wie schön. Das Café sieht wirklich sehr elegant aus. Wie alt ist es denn eigentlich? Das Café Central wurde schon im Jahr 1876 eröffnet. Fast 150 Jahre Geschichte stecken in diesen Mauern. 1876. Das ist wirklich beeindruckend. Was können Sie mir zum Frühstück empfehlen? Das Wiener Frühstück ist hier sehr beliebt. Es gibt Brot, Butter, Marmelade, Eier und natürlich eine Wiener Melange. Was genau ist eine Wiener Melange? Ist das eine Art Kaffee? Ja, genau. Das ist ein Espresso mit viel aufgeschäumter Milch. Ein klassischer Wiener Kaffee, der anders schmeckt als deutscher Kaffee. Interessant. Dann hätte ich gern ein Wiener Frühstück und eine große Melange. Sehr gern. Ich bringe Ihnen auch ein Glas Wasser. In Wien ist das immer inklusive. Oh, wirklich? In Deutschland kostet Wasser meistens extra. Hier ist es ja herrlich. Ja, das ist eine alte Wiener Tradition. Man darf hier so lange sitzen bleiben, wie man möchte. Echt? In Deutschland ist das leider nicht immer so. Das ist ja sehr entspannt. Wien ist berühmt für seine Kaffeehauskultur. Die Leute lesen, schreiben oder denken hier stundenlang nach. Das gefällt mir sehr gut. Danke, Felix. Das Frühstück sieht wirklich köstlich aus. Herzlich willkommen im Schloss Schönbrunn. Ich bin Klaus. Haben Sie schon eine Führung gebucht? Nein, noch nicht. Kann ich vielleicht spontan an einer Führung teilnehmen? Oh ja, die nächste Führung beginnt in 10 Minuten. Möchten Sie Deutsch via Englisch? Deutsch, bitte. Wie viele Zimmer hat dieses riesige Schloss eigentlich? Es hat insgesamt 1441 Zimmer. Aber nur 40 Zimmer sind für Besucher geöffnet. Die anderen Räume werden teilweise noch privat genutzt. 1441 Zimmer. Das ist ja eine unglaubliche Menge. Wer hat früher hier gewohnt? Die Habsburger, die österreichischen Kaiser. Kaiser Franz Josef I. hat über 60 Jahre hier gelebt. 60 Jahre. Das ist eine sehr lange Zeit. Und was ist mit Kaiserin Sisi? Oh, Elisabeth, also Sisi hat natürlich auch hier gewohnt. Sie war beim Volk sehr beliebt. Ich habe den Film Sisi gesehen. Sie war wirklich eine außergewöhnliche Frau. Ah, richtig. Hier im Schloss können Sie Ihre Zimmer besichtigen. Man sieht dort sogar originale Möbelstücke. Das steht auch auf meiner Liste. Und der Garten. Ist er im Frühling nicht wunderschön?
Der Schlosspark von Schönbrunn ist im Frühling einer der schönsten Parks in ganz Europa. Alles blüht gerade. Wunderbar. Ich freue mich schon sehr auf die Führung. Vielen Dank, Klaus. Hervorragend. Dann geht es jetzt los. Bitte folgen Sie mir. Hallo, möchten Sie sich ein bisschen umschauen? Darf ich Ihnen etwas zeigen? Ja, bitte. Ich bin zum ersten Mal hier auf dem Naschmarkt. Es ist alles so lebendig. Der Naschmarkt ist der größte Markt in Wien. Es gibt hier über 100 Stände. Ich bin Paul Fee. Ich verkaufe Käse für andere Spezialitäten. Super. Was für Käsesorten haben Sie denn im Angebot? Sie duften wirklich herrlich. Wir haben österreichischen Bergkäse, Emmentaler, Brie und viele regionale Sorten aus den Alpen. Was würden Sie mir empfehlen? Ich möchte gern einen typischen Käse aus Österreich probieren. Dann probieren Sie diesen Bergkäse aus Vorarlberg. Er ist sehr lecker für cremig. Bitte testen Sie mal. Köstlich. Er schmeckt ganz anders als der deutsche Käse, den ich kenne. Ja, genau. Das liegt an der frischen Bergluft und den Kräutern. Unsere Kühe bekommen nur das beste Futter. Das kann man wirklich schmecken. Ich nehme 200 Gramm davon. Und was ist das da drüben? Das ist Liptauer. Ein typischer österreichischer Brotaufstrich mit Paprika und Kümmel. Das klingt interessant. Darf ich davon auch ein bisschen probieren? Natürlich. Liebtauer schmeckt am besten mit einem Stück frischem Brot. Wunderbar. Ich nehme auch etwas davon. Was kostet das alles zusammen? Das macht insgesamt 9,20 €. Und hier ein kleines Stück Bergkäse als Geschenk für Sie. Oh, das ist aber sehr nett von Ihnen. Vielen Dank, Paul. Der Naschmarkt ist wirklich ein ganz besonderer Ort. Herzlich willkommen im Kunsthistorischen Museum. Ich bin Thomas. Interessierst du dich für Kunst? Ja, sehr. Ich bin Mia. Aber ich bin keine Expertin. Ich schaue mir einfach nur gerne schöne Gemälde an. Das ist ein toller Anfang. Für Kunst braucht man keine Experten, sondern nur offene Augen. Das gefällt mir. Sagen Sie, welches ist eigentlich das berühmteste Gemälde hier im Museum? Das ist die Malkunst von Vermeer. Ein absolutes Meisterwerk der Malerei. Das kenne ich. Ich habe es schon im Kunstunterricht gesehen. Aber in echt sieht es ganz anders aus. Genau! Fotos können das Licht und die Textur nicht so gut zeigen. Man muss es selbst sehen. Das Licht im Gemälde wirkt so realistisch. Wie hat der Maler das damals gemacht? Vermeer hat wahrscheinlich eine Camera obscura benutzt. Das ist ein frühes optisches Instrument. Camera obscura. Ist das so etwas wie ein Vorläufer der modernen Fotografie? Ganz genau. Vermeer war seiner Zeit weit voraus. Er konnte Licht so darstellen wie kein anderer. Wie viele Gemälde hat er insgesamt gemalt? Es gibt nicht so viele von Vermeer, oder? Es gibt nur etwa 35. Jedes einzelne Bild ist ein Schatz und fast unbezahlbar. Unbezahlbar. Das macht es ja noch faszinierender. Danke, Thomas. Ich sehe Kunst jetzt mit anderen Augen. Das ist das Schönste an meinem Job. Komm mit, es warten noch viele weitere Schätze auf dich. Hallo, willkommen im Café Sacher. Möchten Sie unsere berühmte Sachertorte probieren? Ja, unbedingt. Deshalb bin ich ja hier. Ich bin Mia aus München. Herzlich willkommen. Ich bin David. Die Sachertorte bei uns ist das Original, keine einfache Kopie. Und nee, macht die originale Sachertorte eigentlich so besonders? Das Rezept ist seit dem Jahr 1832 geheim. Nur ganz wenige Menschen kennen es genau. Seit 1832. Das sind ja fast 200 Jahre.
Wer hat die Torte damals erfunden? Das war Franz Sacher. Er war damals erst 16 Jahre alt, für einen Lehrling bei Fürst Metternich. Erst 16 Jahre alt und schon so ein berühmtes Rezept. Das ist ja unglaublich. Ja, das stimmt. Und hier ist Ihre Sachertorte, natürlich mit einer Portion frischer Schlagsahne. Mmm, die Torte ist wirklich außergewöhnlich. So reichhaltig und intensiv nach Schokolade. Ha, das hören wir oft. Die Aprikosenmarmelade in der Mitte macht den großen Unterschied. Aprikosenmarmelade. Jetzt kann ich sie auch schmecken. Genau das macht sie so speziell. Ganz genau. Schokolade und Aprikose. Das ist eine klassische Wiener Kombination seit fast 200 Jahren. Das ist wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Danke, David. Das war die beste Torte in meinem Leben. Das freut uns sehr. Das ist das schönste Kompliment für uns. Kommen Sie bald wieder. Hallo, möchtest du mit dem Riesenrad fahren? Ja, unbedingt. Eine Fahrt mit dem Riesenrad ist ein Muss. Wie viel kostet ein Ticket? Eine Einzelkabine kostet 12 Euro. Wenn 2 Personen zusammenfahren, kostet es nur 9 Euro pro Person. Ich fahre heute allein. Also bezahle ich 12 Euro. Wie lange dauert eine Fahrt eigentlich? Eine Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Die Aussicht über ganz Wien ist wirklich fantastisch. Wie hoch ist das Riesenrad genau? Ich habe gehört, dass es fast 60 Meter hoch ist. Stimmt das? Ja, genau 59 Meter. Es ist seit 1897 in Betrieb, also schon seit über 100 Jahren. Über 100 Jahre. Das ist ja unglaublich. Ist es immer noch das originale Riesenrad? Die Gondeln wurden nach dem Krieg ersetzt, aber das Stahlgerüst ist noch original. Es ist ein echtes Denkmal. Das ist wirklich wunderschön. Kann man von oben auch das Schloss Schönbrunn sehen? Ja, an einem so klaren Tag wie heute kann man Schönbrunn, den Stephansdom und sogar die Alpen sehen. Die Alpen. Das wäre ja fantastisch. Ich fahre auf jeden Fall mit. Hier sind die 12 Euro. Danke sehr. Die 7. Gondel ist als nächstes dran. Wir fahren in 5 Minuten los. Perfekt. Ich bin schon so aufgeregt. Ich bin noch nie mit so einem alten Riesenrad gefahren. Das wird sicher unvergesslich. Genieße die Aussicht. Wien von oben zu sehen, ist wie ein Traum. Entschuldigung, ist das hier der Bahnsteig nach München? Ja, ich glaube schon. Gleis 4, Abfahrt um 21:15 Uhr. Fährst du auch nach München? Ja, genau. Ich bin Leon, ich studiere in München. Warst du zum ersten Mal in Wien? Ja, ich bin Mia. Ich war für 2 wunderschöne Tage hier. Wien ist wirklich eine Traumstadt. Und was hat dir in der Stadt am besten gefallen? Die Sachertorte im Café Sacher. Und natürlich das Riesenrad im Prater. Aber eigentlich war alles toll. Oh ja, die Sachertorte ist wirklich unvergesslich. Ich komme sehr oft nach Wien. Und was ist dein persönlicher Lieblingsort in Wien? Der Augarten im Frühling. Er ist so grün und friedlich. Hast du ihn schon besucht? Nein, aber ein älterer Herr in der Straßenbahn hat mir davon erzählt. Das mache ich beim nächsten Mal. Das ist ein echter Geheimtipp. Wien hat so viele versteckte Orte. Das habe ich gemerkt. 2 Tage reichen für Wien einfach nicht aus. Niemals. Man entdeckt hier immer wieder etwas Neues. Komm bald mal wieder. Ganz bestimmt. Wien hat mein Herz erobert, genau wie Berlin. Ha, du sammelst wohl schon europäische Hauptstädte. Welche Stadt kommt als nächstes? Vielleicht Prag oder Hamburg. Aber zuerst sage ich Tschüss, wunderschönes Wien. Gute Reise. Wir sehen uns in München, Mia.
Wien wartet immer auf dich. So, das war mein Wien-Abenteuer in diesem Frühling. Und ich habe diese Stadt wirklich geliebt. Der Stephansdom, die Sachertorte, das Riesenrad und die wunderbaren Wiener Kaffeehäuser. Alles bleibt unvergesslich. Wart ihr schon einmal in Wien? Was hat euch dort am besten gefallen? Schreibt es mir bitte auf Deutsch. Was ist euer absoluter Lieblingsort in Österreich? Ich bin schon sehr gespannt auf eure Antworten in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like und abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Abenteuer. Tschüss und bis bald, ihr Lieben.